Du möchtest also lernen, wie man den Vocal Equalizer möglichst gut einstellt. Willkommen in diesem Video. Da werde ich dir zeigen, welche verschiedenen Frequenzbereiche total wichtig sind, was für eine Assoziation sie jeweils für unser Gehör geben und wie wir die richtigen Frequenzen finden, die wir rein oder rausnehmen können. Außerdem zeige ich dir ganz grob, wie in den allermeisten Fällen in etwa so ein Equalizer auf einer Vocal, die ich EQ aussieht. Aber Achtung, das kann immer nur als grober Anhaltspunkt dienen und ist immer abhängig davon, was deine Ohren dir sagen. Du musst deine Ohren schulen, um den Equalizer wirklich gut anzupassen. Und zweiter wichtiger Punkt, Equalizer muss immer im Kontext gesehen werden. Du kannst nie eine Vocal, wie ich es jetzt gleich machen werde, um dir das zu demonstrieren, Solo drücken, Solo anhören und dann alle Equalizer-Einstellungen machen, bis du denkst, es klingt super. Es dann zurück in den Mix packen und dann davon erwarten, dass es richtig gut funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Du musst den Equalizer lernen, im Kontext einzustellen, also mit allen anderen Instrumenten, die wichtig sind, dazu. Und dann kannst du diese Herangehensweisen mit den verschiedenen Frequenzbereichen, die ich dir jetzt zeige, lernen. Wir gehen mal in die Session rein. Du siehst hier eine weibliche Stimme und der Equalizer dazu. Der Equalizer ist jetzt noch aus. Ich zeige dir erstmal verschiedene Assoziationen. Wir haben nämlich an verschiedenen Frequenzbereichen in der menschlichen Stimme wichtige und weniger wichtige Bereiche. Zum Beispiel einer der Bereiche, die nicht wirklich wichtig sind, ist alles, was so grob unter 100 Hertz ist. Ich zeige dir das mal, indem ich unter 100 Hertz mal absenke. Und ich mache den Equalizer mal an und aus und du hörst mal, ob du einen Unterschied hörst. There were times when I didn't care. No need to be self. Das ist kaum ein Unterschied, weil einfach unterhalb von 100 Hertz, so ganz grob, passiert bei der menschlichen Stimme nicht allzu viel. Vielleicht sehr tiefe Männerstimmen könnten in dem Bereich noch ein bisschen was haben, aber in den allermeisten Fällen ist dort nicht mehr viel zu hören. Deshalb kann man grundsätzlich sagen, bei einer Vocal kann man einen Low-Cut reinsetzen, so wie hier jetzt getan. Unterhalb von 144 Hertz habe ich den angesetzt. Und am besten geht man dafür so vor, man hört sich das Signal an und fährt den Hochpassfilter so weit rein, bis es dünn wird und dann wieder ein bisschen zurück. Ich zeig dir das mal. There were times when I didn't care. Hast du es gehört? Es ist dünn geworden und dann habe ich den Hochpassfilter wieder ein bisschen zurückgesetzt und dort ist so dann der gute Kompromiss. Wenn wir eben jetzt eine Männerstimme haben, die deutlich tiefer klingt zum Beispiel, dann müssten wir dasselbe machen und vermutlich den Hochpassfilter weit tiefer als 174 Hertz setzen, aber eben, das ist immer an unseren Ohren dran, das zu entscheiden. Wir machen das mal umgekehrt, wir boosten mal alles, was da unten passiert, so bei 40 Hertz mal mega drauf und wir hören, was passiert, wenn ich den an- und ausmache. There were times when I didn't care. No need to be self. Und da passiert nicht so wahnsinnig viel. Diese Frequenzglocke, siehst du, die geht auch noch in diesen Bereich überhalb von 100 Hertz rein. Und die Unterschiede, die wir hören, die hören wir genau dort. Aber da unten, wo ich wirklich stark angehoben habe, das sind jetzt 18 dB, das ist richtig heftig viel, da ist bei der Stimme nicht viel vorhanden. Deshalb schneiden wir es dort weg. So, das mache ich wieder aus. Jetzt zeige ich dir den zweiten Frequenzbereich. Alles, was unterhalb 100 Hertz ist, eben, das ist relativ egal. Das können wir einfach wegmachen, weil was da unten passiert, sind vielleicht Windgeräusche oder Rumpeln, irgendwelches Mikrofonhandling und so weiter. Das brauchen wir eh nicht, deshalb machen wir es weg. In den allermeisten Fällen, sage ich mal. Der zweite Frequenzbereich ist der Frequenzbereich, der sowohl für Wärme, aber auf der anderen Seite auch für ein mulmiges, dumpfes Hörerlebnis sozusagen verantwortlich ist. Und das klingt dann zum Beispiel so. Einmal ohne und einmal mit. There were times when I didn't care.
to be self. Na, hier passiert jetzt richtig viel. Ich habe jetzt hier nicht 18, sondern nur 12,5 dB angehoben und wir haben einen riesigen Unterschied. Und das ist für mich eine Übertreibung, die dir zeigen soll, wie es nicht gut klingt. Also das ist definitiv viel zu viel von dieser Wärme. Es klingt richtig dumpf, es klingt richtig unangenehm. Aber wir gucken mal, was wir dort finden, was vielleicht schön ist oder aber auch was schlecht ist und ziehen dann raus bzw. fügen rein, je nachdem, ob wir es wollen oder nicht. There were times when I didn't care. No need to be self. So, das hier, das klingt für mich so ein bisschen wie so einem Karton, als würde man in einer Box drin sitzen. Und das möchte ich nicht haben. Doch mal der Vergleich, das hier There were times ohne. when I didn't care. Das ist ein Klangcharakter, den würde ich rausnehmen. Und dann ohne würde er so klingen. There were times when I didn't care. Na, und jetzt merkst du, es klingt schon fast ein bisschen dünn. Also da muss man immer dann gucken und das sind einzig und allein deine Ohren, die dir das sagen können. Schauen wir mal nach was schön klingt, was wir vielleicht hinzufügen könnten. There were times when I didn't care. Na, hier so ein bisschen tiefer klingt's warm, klingt's voll. Das ist jetzt so solo gehört, echt schön. Mal mit und mal ohne. There were times when I didn't care. Die Stimme, die springt sofort ein bisschen nach vorne und klingt viel wärmer und viel voller. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ich lasse es mal so. Wir haben jetzt den Rumpelbereich ganz unten, was wir nicht brauchen, wo in der weiblichen Stimme nicht wahnsinnig viel passiert und bei der männlichen eigentlich auch nicht. Dann haben wir den Wärme, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite dumpf, mulmig, irgendwie viel zu voll oder wie in einer Box drinne Charakter. Jetzt als nächstes wichtig ist der nasale Charakter und der befindet sich so im Frequenzbereich um die 1 Kilohertz. Vielleicht zwischen 800 Hertz und 2 Kilohertz. Da kann es schnell mal sehr unangenehm nasal werden. Das zeige ich dir mal. Das hier ist dieser Frequenzbereich mal angehoben. There were times when I didn't care. No need to be self. Nicht schön, oder? Das ist ein Bereich, in dem ich bei fast jeder Vocal das Nervigste finde, was ich finden kann. Das Nervigste suche, was ich finden kann und dann genau den Teil rausziehe. Schauen wir mal, was wir finden. There were times when I didn't care. Hier irgendwo so bei einem 1,4, 1,5 Kilohertz finde ich es am unangenehmsten. Mal mit und mal ohne. There were times when I didn't care. Diesen Klangcharakter, den mag ich überhaupt nicht, deshalb ziehe ich ihn raus und wir hören mal mit und ohne der Absenkung. There were times when I didn't care. No need to be self. There were times when I didn't care. Diese Absenkung zu hören ist ein bisschen subtiler, aber ich finde, es ist im Kontext eine wirklich schöne Verbesserung, diese nasalen, nervigen Sachen, wenn man sie hat und wenn man sie findet, rauszuziehen. Das ist so der Bereich zwischen 800 Hertz und 2 Kilohertz ungefähr. Zwischen 2 und 4 Kilohertz kommt jetzt der nächste Bereich, das ist nämlich die Sprachverständlichkeit. Und der ist total wichtig, aber auch total heikel, denn hier passiert ganz viel. Wir hören uns das mal an. There were times when I didn't care. No need to be self. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, die S-Laute werden dadurch spitzer, schärfer, stärker. Sie werden dadurch angehoben. Gleichzeitig kommt die Stimme wieder ein kleines bisschen nach vorne. Es ist
wie wenn jemand mit dir flüstert. Es hört sich so an, als würde die Person näher kommen, wenn wir diesen Frequenzbereich anheben. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, ich mache es mal ein bisschen subtiler und an und aus, damit du hörst, wie die Stimme nach vorne springt plötzlich. There were times when I didn't care. No need to be self. Ne? Ich denke, das ist offensichtlich, dass man die Stimme ein bisschen weiter vorne hört. Sie rückt so ein bisschen an einen ran, wenn man diesen Bereich anhebt. Dieser Bereich ist auch wichtig für die Sprachverständlichkeit. Ganz besonders die Artikulation, die S, die Ts, alles, was so wichtig für unsere Sprachverständlichkeit ist, ist in diesem Bereich. Das sage ich mal, indem ich das absenke, quasi genau das Gegenteil mache und die Sprachverständlichkeit verschlechtere. There were times when I didn't care. No need to be self. Die S-Laute gehen ein bisschen verloren, die Ds, die Ts, diese Dinge, die gehen ein bisschen verloren in diesem Bereich. Da muss man vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt mit dem Anheben, weil sonst die S-Laute zum Beispiel sehr stark werden. Ich mache das einfach nur mal, damit du das nochmal hörst. Und man muss auch vorsichtig sein, man darf nicht zu viel machen mit der Absenkung. Da muss das Happy Medium gefunden werden. When I didn't care. No need to be self. Der letzte Bereich ist das Luftige, das ganz, ganz oben im Frequenzspektrum. Und das klingt dann so. There were times when I didn't care. Auch hier kann es schnell aggressiv und spitz und nervig klingen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere wenn man eine Stimme komprimiert, hat man wahrscheinlich immer genügend Höhen. So viele Höhen, wie ich jetzt hier dazu gegeben habe, gebe ich eigentlich fast nie in eine Stimme rein, es sei denn, das Mikrofon klang von Anfang an total dumpf. Das ist natürlich ein Faktor oder es gibt verschiedene Faktoren, die das nötig machen könnten, aber insbesondere dumpfe Mikrofone können dafür sorgen, dass ich sowas machen würde, oder wenn die Person daran vorbeigesprochen hat, dann klingt es auch dumpf, solche Dinge. Aber eigentlich ein gut aufgenommenes Signal, da würde ich niemals so viel anheben. Ich gehe mal noch an eine andere Stelle. To find back into myself. When my heart, all the noise, Genau, finden wir mal so einen Mittelweg, der einigermaßen gut ist. All the noise, keeps me away from myself. Ne, so ein bisschen Luftigkeit kann durchaus schön sein, aber wenn man es dort übertreibt, dann klingt es ganz, ganz arg scharf und spitz und nervig. So, das sind die wichtigsten Bereiche. Wir haben in den allermeisten Vocals, die ich EQe, den Hochpassfilter drinne. Dann bei den Tiefmitten hier in diesen 100, 200 Hertz entweder ein bisschen angehoben, wenn ich wirklich Wärme brauche, oder aber abgesenkt, wenn es eine Vocal ist, die zum Beispiel eher im Hintergrund sitzen soll, die nicht so nah, nicht so voll klingen soll. Dann habe ich meistens in diesem Bereich hier ein bisschen die Nasalität rausgezogen. Bei der Sprachverständlichkeit, es kommt ganz drauf an, wenn die S-Laute schon spitz sind, schon scharf sind, dann hebe ich da eher nicht an. Wenn ich hingegen eine eher dumpfere Vocal habe, dann könnte es schon sein, dass ich hier die Sprachverständlichkeit ein bisschen anhebe. Und dann haben wir noch ganz, ganz oben die hohen Frequenzen, das Luftige, und da gehe ich auch manchmal mit einer Anhebung ran, insbesondere wenn ich zum Beispiel so ein Shure SM58 oder sowas habe, was einfach von sich aus nicht so viele Höhen liefert, dann ist es eine Anhebung. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Die Bässe abgesenkt meistens, die Nasalität rausgeholt, die Sprachverständlichkeit vielleicht ein bisschen erhöht, oder wenn ich S-Laute rausnehmen will, dann finde ich die S-Laute, wo sie ganz genau da sind, und ziehe sie ganz, ganz spitz raus. So.
Und dann hebe ich vielleicht die ganz, ganz oberen Höhen, so oberhalb von 12, 13 Kilohertz, ein kleines bisschen an. Und kleiner Tipp, wenn du Frequenzen anhebst, dann mach das eher breit, weil breit klingt grundsätzlich angenehmer. Ich mache das mal hier. All the noise, all the noise. Das ist breit. Wenn ich das schmal mache, mal ein bisschen stärker. All the noise, all the noise. Was fandest du angenehmer? Also ich fand definitiv, obwohl es der nervigste Frequenzbereich in der ganzen Stimme ist, das breitere angenehmer. Und wenn du absenkst, mach das eher schmalbandig, um nicht zu viel rauszunehmen. Auch hier, wir haben jetzt nur das Nasale rausgenommen mit einem sehr schmalen Band. Das klingt so. All the noise, all the noise. Jetzt mache ich das einfach mal breites Band und wir hören mal, wie es was klingt. Was passiert? All the noise, all the noise. Plötzlich ist es fast weg, ne? Die Vocal wird sehr viel leiser und vor allem sie klingt irgendwie dumpf. Wenn du mehr über den Equalizer lernen möchtest, über die ganzen Funktionen, die ich jetzt nicht bestimmt habe, weil das definitiv ein fortgeschrittenen Tutorial ist und keines für den ganz blutigen Anfänger, dann schau dir mal das Video an, was ich dir hier verlinke. Dort findest du Basics zum EQ. Bis dann.